Die Kettenfaustschläge, eine sehr bekannte Technik bzw. Aneinanderreihung von Techniken, die es beispielsweise im Wing Chun Kung Fu gibt oder auch im Jeet Kune Do. Doch ist es wirklich nur eine Technik bzw. die Aneinanderreihung einer Technik? Wenn du mehr dazu wissen willst, dann bleib am nachfolgenden Video dran. Ich bin Robert von Blue Dragon, viel Spaß dabei! Willkommen zurück zum Video. Heute also die Kettenfauststöße als Thema. Was ich persönlich für eine Meinung zu den Kettenfäusten habe, das möchte ich dir als erstes mal erklären. Die Kettenfauststöße. Faktisch gesehen einfach nur eine Aneinanderreihung von linken und rechten geraden Fauststößen. Doch steckt vielleicht noch etwas mehr dahinter? Ich bin der Meinung, ja. Wollen wir mal schauen, was für Ideen sich dahinter verbirgen. Zum einen ist es wichtig, bei den Kettenfauststößen durch die sogenannte Zentrallinie zu schlagen. Die Zentrallinie geht quasi durch die Körpermitte und teilt den Körper in rechte und linke Hälfte. Heißt also, wenn ich die Kettenfauststöße ausführe, bewegen sich die Fäuste genau über diese Linie. Das heißt also, das erste Prinzip ist, wenn du eine Verteidigung oder einen Angriff ausführst, beweg dich durch die Mittellinie. Das zweite Prinzip, was sich meiner Meinung nach dahinter verbirgt, ist, beweg deine Hände in einem Oval. Das heißt also, während die eine Hand nach vorne geht und die andere dabei zurückkommt, zeichne ich quasi ein Oval. So in diesem Kreis bewege ich mich. Was passiert dabei? Zum einen, kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, geht die Hand nach vorne, lasse ich sie im letzten Stückchen etwas fallen, damit die Muskulatur maximal entspannt ist und ich die Erdanziehungskraft ausnutze. Zum anderen, wenn ich die Hand zurückbewege, ist das eine Zugbewegung. Das heißt, ist irgendwas hier unten im Weg, kann ich mit der Hand, die zurückgeht, also eine Zugbewegung ausführen. Kombiniert ist es dann also erster Stoß, Zug und Schlag, Zug und Schlag, Zug und Schlag. Dabei solltest du nicht weiter als bis zu deiner Ellenbeuge die Bewegung zurückführen. Wenn ich jetzt nur an diesen beiden Prinzipien festhalte, das heißt die ovale Bewegung, und ich nehme hier mal nur einen Arm als Beispiel, dann passiert noch viel mehr. Nämlich, auf der Hinbewegung ist es ein Fauststoß, auf der Rückbewegung kann es ein Zug sein und gleichzeitig aber auch ein Ellbogenstoß, der nach unten ausgeführt wird. Hast du schon mal an die Technik gedacht? Und wenn ich diese drei Prinzipien beibehalte, das heißt also den Angriff durch die Mitte, bewege dich im Oval und nutze alle Techniken, die hinter einer Bewegung stecken, dann ergibt die Kettenfaustbewegung oder der Kettenfauststoß nochmal ganz neue Möglichkeiten und die will ich dir jetzt zusammen mit Markus erklären. Wie sieht das Ganze jetzt in der Praxis aus? Das heißt also, gehen wir nochmal zurück, die Kettenfäuste als Technik bzw. Aneinanderreihung der Technik. Wenn mich jemand angreift, ist die Idee dabei also, ich will nach vorne und die Kettenfauststöße ausführen. Im Idealfall führt er hier eine gerade Bewegung aus, sodass ich mit den Kettenfäusten zum Beispiel die sogenannte Cut-Bewegung, also das Schneiden des Angriffs ausführen kann und ich setze hier die weiteren Stöße nach. Doch was, wenn er zum Beispiel eine Schwingerbewegung macht? Das heißt also, der Arm, der kommt von außen als Angriff herein. Wenn ich hier nur die Bewegung ausführe, kann es passieren, dass ich beispielsweise den Schlag abbekomme, weil ich zu spät reagiert habe oder weil meine Schlagkraft nicht ausreichend ist, wie auch immer. Wie ich jetzt aber gerade schon erklärt habe, verbirgt sich hinter den Kettenfäusten nicht nur die Aneinanderreihung von rechten und linken geraden Fauststößen, sondern als Möglichkeit auch eine Zugbewegung oder sogar eine Ellbogentechnik. Wichtig war dabei das Ovalprinzip und der Angriff durch die Mitte. Als Beispiel, mal langsam ausgeführt, wenn er mich mit einem Schwinger angreifen möchte und ich Schlag genau mit der Seite, mit der er mich angreift. Die erste Bewegung habe ich hier als Möglichkeit, anstelle den Ellbogen nach unten wegzunehmen, einfach nur zu sagen, okay, ich nehme ihn hier zur Seite weg. Was passiert ist, er läuft mit seinem Angriff also genau in meine Ellbogenspitze rein. Nicht nur in den Unterarm, sondern wirklich in den Ellbogen. Hier muss ich nur darauf achten, dass die Handbewegung also in der Mitte bleibt. Umso spitzer wird der Ellbogen und das wiederum sorgt für einen kleinen Anpressdruck, den ich wiederum nutzen kann, um beispielsweise einen Punkt zu aktivieren. Sieht in der Bewegung also so aus, ich bin hier und er läuft genau drauf rein. Kennen wir auch als Bongsau, das heißt also die Technik hier wird in den Bongsau abgeleitet. So ergeben die Kettenfäuste also nochmal einen ganz neuen Sinn. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel zu sagen, wenn er eine
einen Tackle macht, ja, gegen meine Hüfte, er geht nach vorne und ich verpasse hier die Kettenfäuste als solches. So habe ich hier wieder, geh mal ganz ran, genau, so habe ich hier wieder die Möglichkeit, aus der Bewegung heraus den Ellbogen gleich zu nutzen und hier aufzusetzen. Ich bin genau in derselben Bewegung drin und setze hier auf. Somit ergeben die Kettenfäuste also nochmal ganz neue Möglichkeiten. Das Ganze kannst du dann auch so trainieren, dass du dich zum Beispiel etwas bewegst. Denk dann hierbei an das Prinzip, den Angriff durch die Mitte. Heißt also hier wiederum, wenn der Schwinger wieder kommt, ich bin in der ersten Bewegung und die zweite Bewegung mache ich im Zusammenhang mit einer Körperrotation Richtung seinen Angriff. Heißt also hier, der zweite Angriff geht hier hin. In Bewegung das Ganze, also 1, 2. Das Ganze kannst du so trainieren, dass du einen leichten Drill draus machst und der einfach abwechselnd mit rechts und links angreift. Und du bist einfach immer nur in der Kettenfaustbewegung, machst die Bewegung also fortlaufend. Und dabei kannst du also schon verschiedene Ziele wiederum anvisieren. Das heißt also, es muss nicht immer nur das Kinn sein, kann zum Beispiel auch die Brust sein. Und wenn du an alle Prinzipien denkst, das heißt also das Oval, dann wirst du hier merken, dass du auf die Brust nochmal einen ganz anderen Druck ausüben kannst. Okay? Oder dann aber, wenn du nicht mehr nur mit den Schlägen angreifen willst, denk auch an die Bewegung der Ellbogen. Sieht der Drill dann so aus, dass du hier drin bist und also deine Ellbogen angehoben werden. Wichtig ist, bleib einfach nur in der Mitte mit deinen Händen und schon ist die Bewegung also nach den Prinzipien, die hinter der Technik Kettenfäuste stecken, umgesetzt. Gibt dir also nochmal eine komplett neue Trainingsmöglichkeit anhand einer einzigen Technik. Gut, mich würde noch interessieren, was du von diesem Ansatz hältst. Also Angriff durch die Mitte, dem Ovalprinzip. Und ja, hat das vielleicht für dich eine neue Perspektive zum Thema Kettenfäuste eröffnet? Schreib das doch mal bitte in die Kommentare. Ich bin Robert von Blue Dragon, das ist der Markus, der mir immer hilft. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es dir gefallen hat, dann gib uns auch ein Like für das Video. Und ist das dein erstes Video hier auf dem Kanal, dann würden wir uns freuen, wenn du den Kanal für uns abonnierst. Und dann sehen wir uns regelmäßig. Bis dahin, tschüss, sagt Robert.